Hallo Leute, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Ich möchte zunächst einmal auf einen Kommentar oder auf Kommentare eingehen. Ich lese ja jeden einzelnen Kommentar und ich sehe in meinen Kommentaren, es gibt immer eine sogenannte Sophie. Sie weiß alles besser. Sie kritisiert grundsätzlich alles, was auch ihr kommentiert. Also Besserwisser gibt es immer und egal welches Video ich mache, sie sagt, das weiß ich schon. Finde ich super, dass sie dann trotzdem noch meine Videos anschaut, wenn sie so klug ist. Und ich hoffe für sie, dass sie Professorin ist oder sonst irgendwas im Mainstream, weil sie so dermaßen klug ist und alles besser weiß. Heute zu einem verschwiegenen Tabuthema. Und zwar setzte Polen Giftgas gegen die Wehrmacht ein. Es geht genauer gesagt um den 8. September 1939, also wenige Tage nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Ist das nur eine Verschwörungstheorie, eine Ablenkung von den grausamen Deutschen, die das wehrlose und unschuldige Polen einfach so überfallen haben? Eine False-Flag-Aktion, um die deutschen Verbrechen reinzuwaschen? Genau diese Argumente höre ich immer wieder, wenn ich das Thema auch nur anschneide. Das Unschuldslamm Polen soll Giftgas gegen die deutschen Soldaten eingesetzt haben und damit alle völkerrechtlichen Verpflichtungen und Verpflichtungen einer humanen Kriegsführung gebrochen haben. Nein, das darf und kann nicht sein. Und ihr wisst, ich mache verschiedene Videos zu Polen, weil Polen für mich eines der Länder war, warum es den Zweiten Weltkrieg überhaupt gegeben hat. Und das ist kein Revisionismus. Jeder meiner Kritiker ist herzlich dazu eingeladen, meine Fakten, meine Dokumente, die ich in meiner Buchreihe Adolf Hitler eine Korrektur dokumentiere, zu widerlegen. Also jeder kann diese Quellen widerlegen. Aus dem OKW-Bericht, also dem Oberkommando der Wehrmacht vom 8. September 1939 geht hervor, dass beim Wegräumen einer Baumsperre durch eine deutsche Pionierkompanie auf der Jasolaika-Brücke bei Jaslo am 8. September 1939 gegen 20 Uhr eine eingelassene Gelbkreuzmine detonierte. 2 Pioniere starben kurz darauf an schweren Gelbkreuzvergiftungen. Der eine an einem Luftödem und an schweren Verbrennungen am Skrotum, also am Hoden, der andere an einem Lungenödem. 12 andere Soldaten mussten mit teilweise schweren Gelbkreuzschäden im Lazarett in Jaslo behandelt werden. Ein Pionier rang infolge einer schweren Schädigung der Atemwege mit dem Tod. Die Beweise dafür: ein Originalfoto der Explosionsstelle, Berichte der Betroffenen, Foto eines Pioniers im Lazarett, der sich durch Gelbkreuzgas schwere Schädigungen zugezogen hatte. Untersuchungen: eine Kommission aus Sachverständigen, alles Offiziere, Ärzte und Chemiker, begab sich sofort per Flugzeug von Berlin nach Jaslo. Sie stellte aufgrund eingehender Untersuchungen einwandfrei die Verwendung von Gelbkreuz fest. Damit hatte Polen das Gaskriegsabkommen vom 17. Juni 1925, das jede Verwendung von Kampfstoffmitteln verbietet, gebrochen. Ich zitiere jetzt die amtliche Mitteilung des Oberkommandos des Heeres zur Verwendung von Giftgas durch Polen. Es ist ein längeres Zitat, aber es ist wichtig, das hier darzustellen, damit ihr diesen Teil erfahren könnt. Ich zitiere. Am 8. September 1939, 20 Uhr, begann die erste Kompanie eines Gebirgspionierbataillons an einer Brücke am Ostrande der Stadt Jaslo eine Sperre wegzuräumen. Hierbei ereignete sich eine schwere Explosion, wodurch mehrere Pioniere getötet und verletzt wurden. Während man zunächst lediglich an die Explosion einer gewöhnlichen Sprengbombe glaubte, stellten sich am nächsten Tage
Sowohl bei den Verwundeten als auch bei einer großen Zahl von weiteren beteiligten unverletzten Pionieren die typischen Gelbkreuzgaserscheinungen der Verbrennung durch Gelbkreuzgas ein. Von den Pionieren, die das Gas eingeatmet hatten, starben 2 unmittelbar nach Einlieferung in das Lazarett und 2 weitere nach schauerlichen Qualen an der Verbrennung der Atmungsorgane. Bei den unverletzten Soldaten, die ahnungslos, dass sie mit Gelbkreuzgas in Berührung gekommen waren, in ihren Kleidern nachts geschlafen hatten, stellten sich am nächsten Tage die bekannten Vergiftungserscheinungen ein. Auch diese wurden dann in das Lazarett in Jaslo eingeliefert und leden dort in die bekannten Qualen der Gasverbrennung. Einige sehen einem qualvollen Ende entgegen, soweit der Tatbestand. Zweitens, am 13. September wurde eine Militärkommission unter Leitung eines deutschen Obersten und eines Oberstabsarztes an den Tatort Jaslo sowie in die Lazarette, in denen die Verwundeten lagen, entsandt. Hierbei wurden folgende Feststellungen getroffen. Schon beim Befahren dieser Brücke durch die Kompanie wurde ein Lost-Gelbkreuz-Geruch festgestellt. Durch den Sachverständigen Professor Dr. Wirth erfolgte eine genaue Prüfung der Trichter und eine Nachprüfung durch Erdproben auf chemisch-analytischem Wege. Diese Sachverständigerprüfung ergab einwandfrei, dass es sich um eine Sprengung mit Minen gefüllt mit Gelbkreuzgas handelte. Bei dem anschließenden Besuch in einem Feldlazarett in Jaslo wurden von 14 Gelbkreuzgasverletzten, von denen 4 inzwischen gestorben waren, die 10 Überlebenden von dem Oberstabsarzt eingehend untersucht. Hierbei wurden die typischen und furchtbaren Krankheitserscheinungen der Gelbkreuzgasverbrennung an Augen, Atmungsorganen und auf den Körpern der Betroffenen festgestellt. Drittens. Als Meldungen über die Verwendung von Gelbkreuzgas durch polnische Truppen in die Auslandspresse gelangten, brachte das Nachrichtenbüro Reuters aus London eine Bekanntgabe der damaligen polnischen Gesandtschaft in London mit folgendem Inhalt, ich zitiere: Die polnische Gesandtschaft in London erklärt, dass die Behauptung, die von deutschen Sendestationen gefunkt wurde, polnische Truppen hätten Giftgaspumpen angewandt, jeder Grundlage entbehrt. Zitat Ende. Zitat weiter aus dem OKW-Bericht. Die deutschen maßgebenden Stellen hatten sofort nach Bekanntgabe dieser polnischen Behauptung aus London einigen neutralen Beobachtern Gelegenheit gegeben, sich von dem wahren Sachverhalt zu überzeugen. Es begaben sich daraufhin die Berichterstatter ausländischer Zeitungen, und zwar die Herren Doyle von Chicago Daily News, Schenke von Associated Press und Les Croniel als Vertreter von Stockholms Tridingen und Basler Nationalzeitung nach Jaslo. Viertens. Um aber vorauszusehende Verdrehungs- und Beschönigungsbemühungen des englischen Lügenministeriums von vornherein Lügen zu strafen, hatten die maßgebenden deutschen Stellen den Schweizer Professor Rudolf Stählin aus Basel gebeten, eine ärztliche Diagnose der Schwerverletzten von Jaslo vorzunehmen. Nachstehend der Wortlaut des Berichtes des Schweizer Professors, ich zitiere: Am 20. September habe ich in Jaslo deutsche Soldaten untersucht und bei 9 von ihnen mit Sicherheit die Folgen von Gelbgaskreuzvergiftung festgestellt, während beim 10. die Erscheinungen nicht mehr so ausgesprochen waren, dass man hätte die Diagnose mit Sicherheit stellen können. Bei den 9 Erkrankten mit sicheren Symptomen waren Veränderungen der Haut von so typischem Aussehen und solcher Lokalisation, dass es sich unzweifelhaft um eine Vergiftung mit einem Gift aus der Gelbkreuzgruppe handeln muss, die vor etwas mehr als einer Woche stattgefunden haben muss. Bei 4 waren noch Zeichen leichter Entzündung der Augen und Luftwege nachzuweisen und bei einem Kranken bestand noch eine Bronchitis. Das Vorherrschen der Hauptsymptome führt zu der Annahme, dass das Gift der sogenannte Lost-Kampfstoff sein muss. Sonst ist keine gleich wirkende Substanz bekannt. Nach Angabe erkrankten 8 von den 10 Soldaten, als sie vor 12 Tagen mit der Aufräumung eines Sprengloches auf einer Brücke beschäftigt waren, in dem, nachdem die erste Ladung
nur eine geringe Explosion zur Folge gehabt hatte, eine Gasbombe durch Fernzündung zur Explosion gebracht worden war. 2 Soldaten hatten nur die Vergifteten auf dem Transport begleitet. Bei allen stellten sich die Symptome erst einige Stunden nach dieser Arbeit ein. Und da die Soldaten keine Ahnung davon hatten, vergiftet zu sein, wurden die Kleider erst nachträglich vom Körper entfernt. Auch diese Umstände passen sehr gut zu einer Vergiftung mit Lustkampfstoff. Außerdem wurde mir mitgeteilt, dass noch 3 Erkrankte anderswo in Behandlung waren und 4 unter Lungenerscheinungen gestorben seien, die alle an der gleichen Arbeit teilgenommen hatten. Auch das passt zu einer Vergiftung durch Lustkampfstoff. Berlin, den 21. September 1939, Professor R. Stählin. Weiter mit dem Zitat aus dem OKW-Bericht. 5. Sofort nach der endgültigen Bestätigung der Verwendung von Gelbkreuzminen durch Polen waren die maßgebenden Stellen bemüht, den Ursprung der Gasmunition festzustellen. Diese Nachforschungen haben nach der Einnahme der Ortschaft Oxhöft in der Nähe des früheren Gdingen, jetzt Gotenhafen, zum Erfolg geführt. Am 23. September wurde dort bei den ersten Aufräumarbeiten in der sogenannten Hexenschlucht ein abseits gelegenes Munitionslager entdeckt, das durch ein Warnungsschild in polnischer Sprache Gaz nie Wojcik gekennzeichnet war und das unter anderem ein größeres Lager von Gasminen enthielt. Eine im Heeresgasschutzlaboratorium des Heereswaffenamtes angestellte Untersuchung ergab die Bestätigung der Vermutung, dass es sich auch hier um Gelbkreuzminen handle. In jeder der Gasminen wurden etwa 10 Kilo Gelbkreuz festgestellt. 6. Die Tatsache, dass die Minen gerade in der Nähe des Hafens aufgefunden wurden, veranlasste nunmehr die deutschen Stellen, sofort weitere Nachforschungen nach Gasminen in der an dieser Stelle der ehemaligen polnischen Hafenstadt befindlichen bedeutenden Munitionslagern anzustellen. Es waren hier aufgrund der bekannten Lieferungsabmachungen Polens mit England in den letzten Monaten vor dem Kriege große Mengen von englischem Kriegsmaterial ausgeladen worden. In einem in der Nähe von Gotenhafen befindlichen Arsenal, in dem die kurz vor dem Kriege erfolgten Munitionslieferungen aus England noch aufgestapelt waren, wurden dann unter diesem von Großbritannien gelieferten Kriegsmaterial noch mehrere 1000 Gelbkreuzminen festgestellt. Durch polnische Aussagen wurde bestätigt, dass dieses gesamte in dem Arsenal befindliche Material in den letzten Wochen von englischen Schiffen in Gdingen nachts ausgeladen und in diesen Munitionsdepots eingelagert wurde. Es ist daher einwandfrei nachgewiesen, dass diese Gelbkreuzminen, die von den Polen gegen die deutschen Truppen verwendet wurden, englischer Herkunft sind und von England an Polen geliefert wurden. Zitat Ende. Fakt 1 also: Polen hat Giftgas, Gelbkreuz, gegen die deutsche Wehrmacht eingesetzt. Fakt 2: Polen hatte große Mengen des Giftgases von den Engländern erhalten. Dennoch gibt es auch hier, wie sollte es auch anders sein, von der Mainstream-Historie unglaubliche Ausreden, etwa vom Historiker Günther W. Gellermann. Ich zitiere: Man geht aber davon aus, dass diese Entscheidung eines einzelnen polnischen Offiziers war. Zitat Ende. Man geht davon aus, ist kein verifizierbares Argument, sondern eine Beschönigung, eine Verdummung abseits der Fakten. Und das ungeachtet dessen, dass die Polen große Mengen von Giftgas sogar von den Engländern geliefert bekommen und sogar Lager dafür angelegt hatten. So kann man Geschichte verklären. Was glauben Sie, was los gewesen wäre, wenn die Wehrmacht Gelbkreuzgas eingesetzt hätte? Verschwiegen und vertuscht, Polen setzte nachweislich Gelbkreuzgas gegen deutsche Truppen ein. Verschwiegen und vertuscht, England lieferte Polen Tausende von Gelbkreuzgasminen. Wenn ihr weitere dieser Geschichtslügen aufgedeckt haben wollt, dann verweise ich auf meine bisher 6-bändige Buchreihe Adolf Hitler eine Korrektur. In jedem Band sind zwischen 1500 und 2500 verifizierte Quellen angegeben. Der Link ist unten angegeben und in diesem Zusammenhang
verweise ich auch auf mein neues, absolut explosives Buch, das jetzt schon für Aufsehen sorgt, obwohl es noch gar nicht lange oder noch gar nicht erschienen ist. Das heißt, Deutschland muss vernichtet werden. Vernichtung, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Ihr seht Angela Merkel, Stalin, Churchill und Roosevelt. Was hat Angela Merkel damit zu tun? Alles in meinem Buch. Auch dieser Link ist unten angegeben. Der Verlag und ich vermuten, dass dieses Buch verboten werden soll. Deshalb bestellt es vor, weil ein nicht erschienenes Buch kann man nicht verbieten. Und sobald ihr es vorbestellt habt, bekommt ihr es auch geliefert, weil die Lieferung schneller sein wird als der staatliche Eingriff. Ihr könnt auch meinen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Er ist ebenfalls kostenlos. Ich wünsche euch alles Gute und Sophie, widerleg meine Quellen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Michael Grant.